Sie träumen schon lange davon und können sich einfach nicht entscheiden, eine Ausbildung zum Privatpiloten machen. Haben Sie Angst, dass es mehrere Jahre dauert und ein Vermögen kostet? Freuen Sie sich, denn Sie ehren sich. Und heute erzählen wir Ihnen, wie man in 5 Schritten in ein paar Monaten Pilot werden kann, ohne Millionen von Dollar zu investieren. Bevor wir beginnen, unterstützen Sie den Kanal mit einem Like und vor allem abonnieren Sie ihn. Hier erzählen wir alles Aktuelle und Interessante zum Thema Luftfahrt. Privatpilot. Es ist für Flugzeuge zertifiziert. Spezialist mit einem Privatpilotenzertifikat, das ihm erlaubt, legal ein Luftfahrzeug zu steuern. Privatpiloten werden in der Bedienung von Kleinflugzeugen, Navigation, Flugzeugmanövern, Flugplanung über unwegsarmes Gelände und im Umgang mit Notfallsituationen geschult. Die Privatpilotenlizenz ist die gefragteste Art der Pilotenzertifizierung. In den Vereinigten Staaten wird die Privatpilotenlizenz tatsächlich als Privatpilotenzertifikat bezeichnet und ist vergleichbar mit einem Führerschein für Autos. Sobald Sie die Lizenz erhalten haben, dürfen Sie legal ein Flugzeug steuern. Die Flugausbildung umfasst Flugzeugmanöver, Navigation, Notfallverfahren und Flugplanung über unwegsarmes Gelände. Nachdem Sie Privatpilot geworden sind, können Sie anschließend Berufspilot werden und Einkommen erzielen, indem Sie für Privatpersonen, Veranstaltungen, private Unternehmen und kommerzielle Fluggesellschaften fliegen. Die Zertifizierung als Privatpilot ist der erste wichtige Meilenstein auf dem Weg, Pilot bei einer Fluggesellschaft zu werden. Was sind die Vorteile, als Privatpilot zu arbeiten? Erstens, als Pilot haben Sie viele Karrieremöglichkeiten. Langfristig können Sie für eine Person oder ein Unternehmen arbeiten, indem Sie Menschen von einem Ort zum anderen transportieren, Touren organisieren oder Fracht befördern. Zweitens ist es die Flexibilität des Arbeitsplans. Viele Piloten, die Privatflugzeuge fliegen, haben einen relativ flexiblen Zeitplan und können beeinflussen, wann sie arbeiten und wann sie Freizeit haben. Teilzeitarbeit oder als Vertragspilot zu arbeiten, sind oft Optionen für diese wollen. Ein weiterer wichtiger Grund ist das wettbewerbsfähige Gehalt. Zusätzlich dazu können private Piloten auch verschiedene Vergünstigungen von ihrem Arbeitgeber erhalten. Und schließlich die Kundschaft. Einige Piloten, die Privatflugzeuge fliegen, arbeiten für Prominente, Politiker oder andere hochrangige Persönlichkeiten. Private Piloten transportieren in der Regel auch weniger Passagiere als kommerzielle Piloten. Welche zusätzlichen Vorteile erhalten Sie als Pilot in der privaten Luftfahrt? Da das Zertifikat eines Privatpiloten es Ihnen erlaubt, in alle zivilen Flughäfen zu fliegen und von dort zu starten, können Sie an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen, angefangen bei Flügen zum nächstgelegenen Flughafen zum Mittagessen und bis hin zu Reisen durch das Land oder sogar um die ganze Welt, ohne einmal den Boden zu betreten. Sie können auch Freunde und Familie mitnehmen und für ein Wochenende an einen schönen Ort fliegen, den Sie mit dem Auto nicht erreichen könnten. Und wie wird man Pilot, fragen Sie sich, um all diese Vorteile zu erhalten und das Leben zu genießen. Zuerst müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Anforderungen für die Privatpilotenlizenz erfüllen. Mindestens 17 Jahre alt sein, Englisch lesen, sprechen, schreiben und verstehen können. Einen US-Studentenpilotenschein, einen Sportpilotenschein oder einen Freizeitpilotenschein besitzen, Flugtraining absolvieren und eine Bestätigung im Flugbuch von einem autorisierten Ausbilder erhalten, die Anforderungen an die Flugerfahrung für die gewünschte Flugzeugbewertung erfüllen, den praktischen Test für die erforderliche Flugzeugbewertung bestehen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Pilotenausbildung in den USA zu absolvieren. Zu den Vorteilen gehören verkürzte Ausbildungszeiten, internationale Anerkennung der Qualität und, überraschenderweise, niedrigere Kurskosten im Vergleich zu europäischen Ländern. Wenn Sie in einer amerikanischen Flugschule Pilot werden möchten, erzählen wir Ihnen jetzt von 5 Schritten. Der erste. Zunächst müssen Sie ein Visum für die USA beantragen. Ein Touristenvisum wird für einen Zeitraum von einem Jahr oder länger ausgestellt. Als nächstes müssen Sie einen Antrag auf Genehmigung von der Transportsicherheitsbehörde stellen. Dies kann auf der Website der Flight School Candidates erledigt werden. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Der Antrag wird etwa einen Monat lang geprüft. Nach einer positiven Antwort von der TCAA werden Sie gebeten, Ihre Fingerabdrücke abzugeben. Dies kann bereits in den USA erfolgen. Das kostet etwa $100. Innerhalb eines Tages erhalten Sie die Erlaubnis zum Training. Die medizinische Untersuchung in Amerika ist schnell und unkompliziert. Es gibt mehrere Klassen der Untersuchung. Für einen Privatpiloten muss man die Untersuchung der 3. Klasse bestehen. Das dauert nicht länger als eine halbe Stunde. Die Kosten betragen bis zu $100. Um die medizinische Untersuchung zu bestehen, sollten Sie gutes Sehvermögen und normalen Blutdruck haben. Studentenpilotenzertifikat.
Früher wurde dieses Dokument zusammen mit dem medizinischen Attest sofort ausgestellt, aber jetzt hat sich alles geändert. Dieser Prozess dauert etwa einen Monat. Es ist besser, den Antrag auf Ausstellung des Zertifikats in den ersten Tagen Ihrer Ausbildung zu stellen, da Sie ohne dieses Dokument nicht berechtigt sind, eigenständig zu fliegen. Wenn Sie bezweifeln, dass Sie all dies selbst erledigen können, gibt es heutzutage viele Unternehmen, die bei der Bearbeitung aller Dokumente und Anträge helfen und buchstäblich jede Frage lösen können. Jeder dieser Punkte spielt eine große Rolle und ihre Bedeutung sollte nicht unterschätzt werden. Es ist besonders wichtig, keine Zeit zu verlieren, wenn Sie eine Aufenthaltsfrist haben. In Amerika ist sie begrenzt. Warum sollte man in die USA gehen, um eine Flugausbildung zu erhalten? Dafür gibt es mindestens 10 Gründe. Der erste: die günstigste Flugstunde. Der günstigste Flugkraftstoff ist genau in den USA, folglich ist auch die günstigste Flugstunde in Amerika. Die Gesamtkosten der Flugausbildung sind günstiger als in den Ländern, in denen der Kraftstoff teurer ist. Der zweite Grund ist die englische Sprache. Das Studium in den USA ist eine großartige Gelegenheit, sein Englisch zu verbessern. Der dritte Grund ist die Zuverlässigkeit. Wenn man sein Geld für die Ausbildung ausgibt, möchte man sicher sein, dass man nicht betrogen wird. In den USA funktionieren die Gesetze klar und streng. Daher kann man beruhigt in seine Ausbildung investieren, ohne Angst haben zu müssen, betrogen zu werden. Der vierte Grund ist die Flugpraxis. Wo, wenn nicht in den USA, erhält man eine qualitativ hochwertige Flugpraxis? In vielen Ländern hat man erst die Möglichkeit, 1500 Flugstunden zu sammeln, wenn man einen Job bei einer Fluggesellschaft bekommt. In den USA ist alles anders. Nachdem Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen und erhalten haben, die Lizenz als Berufspilot, man kann sich zum Fluglehrer ausbilden lassen und als Fluglehrer 1500 Flugstunden sammeln. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, die höchste Lizenz im Bereich der Zivilluftfahrt zu erhalten. Das Airline-Transport-Pilot-Zertifikat ATP. Fünftens: das Bildungssystem. In Europa muss man 14 theoretische Prüfungen ablegen, um sich für die ATP-Lizenz bewerben zu können. In Amerika ist alles viel einfacher. Mit nur einer bestandenen Prüfung kann man sich für die ATP-Lizenz bewerben. Der sechste Grund: lebenslange Flugzertifikate. In den USA sind alle Lizenzen und Zertifikate lebenslang gültig. Sie haben kein Ablaufdatum oder Enddatum. In vielen anderen Ländern müssen Lizenzen alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden. In den USA muss nur die Lizenz des Fluglehrers alle 2 Jahre erneuert werden. Diese Lizenz haben Personen, die zukünftige Piloten in der Luftfahrt ausbilden. Die Erneuerung der Lizenz in Amerika ist unkompliziert und erfolgt online. Grund Nummer 7: das Ansehen der Flugzertifikate. Mit einer Ausbildung in den USA können Sie weltweit eine Anstellung finden. Amerikanische Flugzertifikate werden überall anerkannt und geschätzt. Achtens: faire medizinische Untersuchung. Ein Pilot muss während seiner gesamten Karriere ein medizinisches Zertifikat besitzen. Ein Pilot muss gesund sein, da er für das Leben vieler Menschen verantwortlich ist. In den USA werden keine Bestechungsgelder angenommen, daher wird jemand, der aus bestimmten Gründen nicht besteht, die medizinische Untersuchung nicht bestehen. Aber wenn es keine gesundheitlichen Probleme gibt, dauert die Untersuchung nicht lange. Neuntes: amerikanische Mentalität. In den USA wird den Studenten viel Freiheit gegeben und sie werden zur Selbstständigkeit erzogen. Die Studenten haben viele Pflichten, aber auch viele Rechte. Und zuletzt der 10. Grund: die Verbindung von Angenehmem mit Nützlichem. Das Nützliche ist der Erwerb einer Flugausbildung. Die angenehme Möglichkeit, in den USA zu leben, nicht nur in den USA, sondern auch in andere Länder der Welt zu reisen, eine erfolgreiche Karriere zu machen und gutes Geld zu verdienen. Kosten der Ausbildung. Die genauen Kosten für die Privatpilotenlizenz in den USA sind schwer zu benennen, da sie von folgenden Faktoren beeinflusst werden: die gewählte Flugschule und deren Standort, das Modell des Flugzeugs, auf dem die Ausbildung stattfindet, und das Baujahr, die Anzahl der theoretischen und praktischen Stunden, die für die Prüfung erforderlich sind, die Anzahl der Wiederholungsprüfungen, die separat bezahlt werden. Im Durchschnitt kann die Ausbildung etwa $10.000 kosten. Für die Prüfung, das computergestützte Testen plus Praxis, muss man ausgeben etwa $700. Der genaue Betrag hängt vom Bundesstaat ab. Wenn man es nicht beim ersten Mal schafft, werden für zusätzliche Flugstunden und eine erneute Prüfung zwischen $1.000 und $1.500 benötigt. Lernmaterialien sind normalerweise nicht in den Ausbildungskosten enthalten, auch nicht das Flugbuch. Für die Aufzeichnung der Flugdaten muss man es selbst erwerben. Dafür sollte man etwa $300 bis $500 zurücklegen. Das Interessanteste ist, wie viel Sie verdienen können.
Das Gehalt eines Privatpiloten mit kommerzieller Lizenz. Das Gehalt eines Charterpiloten hängt von der Art der Arbeit des Arbeitgebers und der Größe des Flugzeugs sowie von der Erfahrung und Qualifikation des Piloten ab. Piloten von Privatflugzeugen haben in der Regel einen viel abwechslungsreicheren Arbeitsplan als Piloten von kommerziellen Fluggesellschaften, da Charterflüge von Privatflugzeugen von den individuellen Bedürfnissen der Kunden abhängen. Privatflugzeuge können von Unternehmen, Gruppen und Einzelpersonen gemietet werden, die geschäftlich oder privat reisen, oder von Wohltätigkeitsorganisationen, die Personal, Ausrüstung oder Hilfe transportieren. Private Fluggesellschaften stellen auch häufig Hubschrauberpiloten ein, da Hubschrauber mehr Flexibilität und mehr Landeplätze bieten. Laut einer Website für die Anwerbung von Piloten liegt das Gehalt eines Privatflugzeugpiloten zwischen 47.000 und 273.000 $273.000 pro Jahr. Diese Höchstzahl basiert auf dem Gehalt eines Kapitäns eines Privatflugzeugs mit 8 Jahren Berufserfahrung in einem höher bezahlten Privatflugzeug-Charterunternehmen. Jedoch hat Piscale.com berechnet, dass das durchschnittliche Gehalt eines Charterpiloten in den USA 66.000 $ pro Jahr beträgt. In Großbritannien beträgt laut der Job-Website Glassdoor das jährliche Gehalt von Privatflugzeugpiloten etwa 42.000 Pfund Sterling. Aber seien wir ehrlich, das Gehalt ist in diesem Fall nicht das Wichtigste. Eine Privatpilotenlizenz gibt Ihnen die Freiheit, in die Luft zu gehen und alleine zu fliegen. Oder mit Freunden jederzeit und überall hin. Und natürlich ist das Gefühl des Fliegens das beste Gefühl der Welt, da das Fliegen eines Flugzeugs einem Menschen das Gefühl gibt, am nächsten dem Vogel flog. Schreibt in die Kommentare, ob wir die Mythen zerstreut haben, dass es unmöglich oder sehr schwierig und teuer ist, Privatpilot zu werden. Das Wichtigste ist, den Willen und den Wunsch zu haben. Gebt einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und schon bald sehen wir uns in der nächsten Folge. Allen einen leichten Flug und bis bald.